Willkommen bei Verlauf der Geschichte. An einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Im Jahr 1978, an einem gewöhnlichen Mittwochabend in München, sitzt ein junger Ingenieur namens Klaus in seiner kleinen Wohnung und rechnet. Sein Gehalt ist gut, nicht außergewöhnlich, aber solide. Jeden Monat legt er 30% seines Einkommens zur Seite. Er ist überzeugt, dass er sich in 10 Jahren ein eigenes Haus leisten kann. Heute, 40 Jahre später, besitzt Klaus noch immer kein Haus. Sein Nachbar Jürgen hingegen, der im Jahr 2003 mit demselben Gehalt zu arbeiten begann, besitzt inzwischen 3 Immobilien und lebt von den Mieteinnahmen. Was war also der Unterschied? Klaus arbeitete sein ganzes Leben lang und sparte konsequent. Doch Jürgen verstand die Spielregeln. Die meisten Menschen glauben, Vermögensaufbau verlaufe linear. Mehr arbeiten, mehr verdienen, mehr sparen. Doch genau diese Annahme ist irreführend. Zwischen 1830 und 1870 entstand während der Industrialisierung in Deutschland eine neue Klasse. Industrielle, die erkannten, dass Produktionsmittel wertvoller sind als reine Arbeitskraft. Bis 1908 kontrollierten die 500 reichsten Preußen einen überproportional großen Anteil des nationalen Vermögens. Nicht weil sie härter arbeiteten, sondern weil sie vom Arbeiter zum Eigentümer wurden. Heute sehen wir ein ähnliches Bild. Laut der Deutsche Bundesbank hielten im Jahr 2021 die vermögendsten 10% der Haushalte in Deutschland mehr als 60% des gesamten Nettovermögens. Und die untere Hälfte? Ihr Anteil lag bei lediglich rund 1%. Diese Verteilung ist kein Zufall, sondern das direkte Ergebnis systematischer Entscheidungen darüber, wie Vermögen aufgebaut wird. Genau diese Entscheidungen nehmen wir heute unter die Lupe. 10 Strategien, geordnet nach ihrer tatsächlichen Wirkung. Keine Motivationsparolen, sondern funktionierende Mechanismen. Strategie Nummer 1. Priorisieren Sie produktive Vermögenswerte statt Luxus. Viele Menschen begehen einen entscheidenden Fehler, sobald ihr Einkommen steigt. Sie erhöhen sofort ihren Lebensstandard. Ein neues Auto, eine größere Wohnung oder teurere Urlaube. Das fühlt sich wie Erfolg an, doch in Wirklichkeit ist es das Gegenteil. Produktive Vermögenswerte sind alles, was zunächst Ihre Produktionskapazität erhöht. Zum Beispiel ein leistungsstarker Computer, der Ihre Arbeit beschleunigt, oder eine Weiterbildung, die Ihnen Zugang zu höher vergüteten Projekten verschafft. Wenn eine Ausgabe Reibungsverluste reduziert und Ihre Produktivität steigert, handelt es sich nicht um Konsum. Es ist eine strategische Investition in Ihre Produktionsmaschine. Historisch reinvestierten Unternehmer im Ruhrgebiet und in Sachsen ihre Gewinne nicht in Paläste, sondern in neue Maschinen. Luxus kam erst dann, als die Produktionskapazität dauerhaft gesichert war. Wer Einkommenssteigerungen unmittelbar in einen höheren Lebensstandard umwandelt, gewinnt langfristig nichts. Wer sie hingegen in einkommensgenerierende Vermögenswerte investiert, baut Momentum auf und verschafft sich einen nachhaltigen Vorteil. Strategie 2. Geben Sie sich nicht nur mit Ihrem Gehalt zufrieden, bringen Sie Beteiligung ins Spiel. Ein Gehalt ist die Vergütung für die Arbeit, die Sie heute leisten. Eine Beteiligung hingegen ist Ihr Anteil am Wert, der in Zukunft geschaffen wird. Wahrer Wohlstand wird über Eigentum aufgebaut. Wächst das Unternehmen, wächst auch Ihr Anteil. Ein einziger erfolgreicher Exit kann 10 Jahre an Gehaltserhöhungen mühelos übertreffen. In Deutschland ist die Aktienkultur historisch schwach ausgeprägt. Im Jahr 2023 besaßen lediglich rund 12 Millionen Menschen Aktien oder Aktienfonds. Das entspricht etwa 15% der Bevölkerung. Laut der Deutsche Bundesbank halten Haushalte mit niedrigerem Einkommen ihr Geld überwiegend auf niedrig verzinsten Bankkonten, während höhere Einkommensgruppen in Wertpapiere, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen investieren. Die durchschnittlichen realen Renditen liegen in der oberen Einkommensgruppe deutlich höher. Wenn Sie zwischen einem höheren Gehalt und einer Beteiligung wählen müssen, entscheiden Sie sich für die Beteiligung. Mir ist bewusst, dass viele Arbeitgeber in Deutschland keine Mitarbeiterbeteiligungen anbieten. Dann schaffen Sie Ihre eigene Lösung. Legen Sie eine feste Regel fest, nach der jeden Monat 10 oder 15% Ihres Einkommens in einen breit diversifizierten ETF fließen. Machen Sie daraus eine unverrückbare Gewohnheit. So verwandeln Sie Ihr Einkommen Monat für Monat systematisch in Eigentum. Strategie 3. Nutzen Sie Schulden für Erwerb, nicht für Konsum. Schulden sind nicht per se das Problem. Entscheidend ist, wie und wofür sie eingesetzt werden. Es gibt Konsumschulden, die Dinge finanzieren, die mit der Zeit an Wert verlieren. Ein Auto, eine Urlaubsreise. Und es gibt Erwerbsschulden, die Vermögenswerte finanzieren, deren Rendite die Kosten der Schulden übersteigt. Eine vermietete Immobilie oder eine einkommensgenerierende Maschine.
In Deutschland existiert eine tief verwurzelte kulturelle Skepsis gegenüber Schulden. Das Wort Schuld steht sowohl für eine finanzielle Verpflichtung als auch für moralische Verantwortung. Laut der Deutsche Bundesbank waren im Jahr 2023 rund 20% der deutschen Haushalte vollständig schuldenfrei. Das mag finanziell solide erscheinen. Doch viele dieser Haushalte verfügten zugleich über keine nennenswerten wertsteigernden Vermögenswerte. Sie waren schuldenfrei, aber auch vermögensarm. Richtig eingesetzt sind Schulden ein Hebel. Wenn Sie Kapital zu 3% leihen und damit einen Vermögenswert erwerben, der 5% Rendite erzielt, entsteht ein positiver Effekt zu Ihren Gunsten. Vermögende Familien verstehen dieses Prinzip seit Jahrhunderten. Die Fugger im 16. Jahrhundert und die Rothschild Family im 19. Jahrhundert nutzten Fremdkapital gezielt für Expansion. Nicht für Luxus, sondern für Wachstum und Chancen. Strategie 4. Setzen Sie auf asymmetrische Risiken. Ein asymmetrisches Risiko bedeutet, dass das Verlustpotenzial begrenzt ist, während die Gewinnchance überproportional groß sein kann. Viele Menschen wählen jedoch die falsche Art von Risiko. Sie bleiben in vermeintlich sicheren Positionen mit begrenztem Aufwärtspotenzial und hohen Opportunitätskosten. Gleichzeitig meiden sie Chancen, bei denen ein relativ kleiner Einsatz ein Vielfaches an Ertrag bringen könnte. Ein kleines Nebenprojekt erfordert meist nur Zeit und einige 100 Euro. Scheitert es, verlieren Sie wenig und gewinnen Erfahrung. Gelingt es, kann es Ihr Einkommen erheblich steigern. Auch der Erwerb neuer Fähigkeiten kostet Zeit. Doch wenn diese Fähigkeit Ihren Marktwert deutlich erhöht, kann sich die Investition exponentiell auszahlen. Die deutsche Industrialisierung liefert zahlreiche Beispiele für asymmetrische Risiken. Kleine Betriebe investierten in neue Maschinen. Ingenieure entwickelten Patente. Kaufleute expandierten in internationale Märkte. Viele scheiterten, doch die Erfolgreichen bauten wirtschaftliche Dynastien auf. Ein prägnantes Beispiel ist die Krupp. Einst eine kleine Schmiede, entwickelte sich das Unternehmen durch mutige Investitionen in die Stahltechnologie zu einem der mächtigsten Industriekonzerne Europas. Dieses Prinzip gilt bis heute. Suchen Sie gezielt nach Chancen mit begrenztem Einsatz und potenziell unbegrenztem Wachstum. Und betrachten Sie solche Risiken nicht isoliert, sondern als Serie strategischer Entscheidungen. Denn asymmetrische Risiken entfalten ihre volle Wirkung erst dann, wenn sie wiederholt und systematisch eingegangen werden. Strategie 5. Positionieren Sie sich in der Nähe des Kapitals. Geld zirkuliert schneller dort, wo seine Quelle ist. Wenn Sie im operativen Bereich arbeiten, sehen Sie, wie Ausgaben getätigt werden. Arbeiten Sie jedoch in einer Position, in der Kapital allokiert wird, erleben Sie, wie Investitionen gestaltet und gesteuert werden. Menschen in Finanzabteilungen, Investmentteams oder in der strategischen Planung haben Zugang zu Informationen und Netzwerken, die anderen oft verborgen bleiben. Sie erkennen Trends früher und stehen in direktem Austausch mit Entscheidungsträgern. In Deutschland konzentriert sich Kapital auf bestimmte Zentren. Frankfurt steht für Finanzen, München für Technologie und Hamburg für Handel. Doch Nähe zum Kapital ist nicht nur eine Frage der Geografie. Sie bedeutet auch, Positionen einzunehmen, die direkt an der Wertschöpfung beteiligt sind. Nicht nur Projekte umzusetzen, sondern Projekte auszuwählen. Nicht nur Budgets zu verwalten, sondern Investitionsentscheidungen zu treffen. Strategie 6. Konzentrieren Sie sich auf Hebelfähigkeiten statt auf ein höheres Gehalt. Ein Gehalt hat immer eine Obergrenze, denn Ihr Tag hat nur 24 Stunden. Wenn Ihre Zeit begrenzt ist, ist auch Ihr zeitorientiertes Einkommen begrenzt. Hebelfähigkeiten durchbrechen diese Grenze. Sie ermöglichen es Ihnen, mit demselben Einsatz eine deutlich größere Wirkung zu erzielen. Vertrieb ist ein Hebel. Ein erfolgreicher Verkäufer kann Verträge im Wert von Hunderttausenden Euro abschließen. Programmieren ist ebenfalls ein Hebel. Ein guter Entwickler schafft Produkte oder Systeme, die Millionen Menschen erreichen. Kommunikation ist ein weiterer mächtiger Hebel. Ein überzeugender Redner oder Autor kann gleichzeitig Tausende beeinflussen. Deutschland verfügt über eine starke Ingenieurskultur, ein bedeutender Vorteil im Bereich technischer Fähigkeiten. Doch wenn diese Kompetenzen nicht mit unternehmerischem Denken und Kommunikationsstärke kombiniert werden, bleibt ihr Potenzial oft begrenzt. Das stellt einen strukturellen Nachteil dar. Wer technisch exzellent ist, aber weder verkaufen noch verhandeln kann, lässt Wert ungenutzt. Wer hingegen kommunizieren kann, ohne substanziellen Inhalt zu liefern, erzeugt lediglich Lärm. Der Schlüssel liegt in der Verbindung aus technischer Expertise und Kommunikationsfähigkeit. Investieren Sie nicht nur in tiefgehendes Fachwissen. Entwickeln Sie Fähigkeiten, die Sie unabhängig von Marktveränderungen dauerhaft wertvoll machen. Denn Hebelfähigkeiten lösen Sie von der Abhängigkeit eines einzelnen Arbeitgebers, sie machen Sie selbst zu einem eigenständigen Wertträger im Markt.
Strategie 7. Betreten Sie Räume, die über Ihrem aktuellen Niveau liegen. Ihr Umfeld prägt Ihre Erwartungen. Wenn Sie ausschließlich mit Menschen auf Ihrem eigenen Niveau interagieren, wird dieses Niveau zum Maßstab. Menschen hingegen, die bewusst Umgebungen aufsuchen, in denen sie sich anfangs unterlegen fühlen, erleben häufig das schnellste Wachstum. Sie beobachten Denkweisen, Kommunikationsstile und Entscheidungsprozesse auf höheren Ebenen und erweitern dadurch ihren eigenen Horizont. In Deutschland herrscht eine ausgeprägte Kultur der Bescheidenheit. Prahlerei gilt als unangemessen, ebenso das offene Sprechen über Geld. Diese Haltung verhindert oberflächliches Angeben, kann jedoch auch dazu führen, dass Menschen weniger darüber lernen, wie Vermögen tatsächlich entsteht und funktioniert. Die Industriellen des 19. Jahrhunderts trafen sich in Clubs und Handelskammern, tauschten Informationen aus und bündelten ihre Kräfte. Die heutigen Entsprechungen sind Konferenzen, Mastermind-Gruppen und Investorennetzwerke. Wenn Sie sich in einem Raum befinden, in dem alle anderen scheinbar erfolgreicher sind als Sie, und Sie sich dadurch unwohl fühlen, dann sind Sie wahrscheinlich genau am richtigen Ort. Strategie 8. Vermeiden Sie Lifestyle-Inflation beim ersten großen Einkommenssprung. Der Moment, in dem Ihr Einkommen deutlich steigt, ist einer der entscheidendsten finanziellen Wendepunkte Ihres Lebens. Viele Menschen betrachten ihn als Belohnung und heben sofort ihren Lebensstandard an. Mit einer größeren Wohnung, einem teureren Auto oder anderen Luxusausgaben. Doch wenn Ihre Ausgaben im gleichen Maß wachsen wie Ihr Einkommen, bleibt Ihre Sparquote unverändert. Sie verdienen mehr, aber bauen kein echtes Vermögen auf. Wählen Sie stattdessen einen anderen Ansatz. Halten Sie Ihren Lebensstil trotz steigenden Einkommens konstant. Lenken Sie das zusätzliche Geld in Vermögenswerte, die Sie voranbringen. Erst wenn diese Vermögenswerte beginnen, eigenes Einkommen zu generieren, erhöhen Sie Ihren Lebensstandard. So finanzieren Sie Ihren Luxus nicht durch Ihre Arbeit, sondern durch Ihr Kapital. Ein historisches Beispiel ist das sogenannte Wirtschaftswunder in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Generation, die den Wohlstand aufbaute, lebte vergleichsweise bescheiden, sparte konsequent und investierte langfristig. Wer seinen ersten großen Einkommenssprung klug steuert, legt damit das Fundament für seine gesamte finanzielle Zukunft. Strategie 9. Hören Sie auf, sich auf Einkommen zu fixieren. Stellen Sie Ihr Nettovermögen in den Mittelpunkt. Viele Menschen messen Erfolg am Einkommen. Wie viel verdiene ich im Monat, ist eine häufige Frage. Doch Einkommen beschreibt lediglich eine Aktivität, während Nettovermögen ein Ergebnis darstellt. Einkommen ist das Geld, das durch Ihre Hände fließt. Vermögen ist das Geld, das bleibt. Ein Arzt, der 120.000 Euro im Jahr verdient, aber 100.000 Euro ausgibt und verschuldet ist, baut kein Vermögen auf. Ein Handwerker hingegen, der 50.000 Euro verdient, 40.000 Euro ausgibt und den Rest investiert, wird langfristig Vermögen bilden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dieser Handwerker nach 20 Jahren wohlhabender. Nach Angaben der Deutsche Bundesbank lag das mediane Nettovermögen deutscher Haushalte im Jahr 2023 bei 103.200 Euro. Diese Zahl mag zunächst hoch erscheinen, doch mehr als die Hälfte der Haushalte liegt darunter. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich zudem, dass viele nur geringe liquide Rücklagen besitzen. Ein Großteil des Vermögens steckt in Immobilien, Vermögenswerte, die nicht jederzeit flexibel verfügbar sind. Wenn Sie Ihr Nettovermögen statt Ihr Einkommen priorisieren, verändert sich Ihre Perspektive. Sie fragen nicht mehr, kann ich mir das leisten, sondern, bringt mich diese Entscheidung finanziell voran, oder wirft sie mich zurück? Und Sie konzentrieren sich darauf, die Differenz zwischen Ihren Vermögenswerten und Ihren Verbindlichkeiten kontinuierlich zu vergrößern. Mit der Zeit wird diese Denkweise zu einem festen Bestandteil Ihres Lebens. Strategie 10. Der Übergang vom Arbeiten zum Eigentum. Alle vorherigen Strategien führen zu diesem Punkt. Es ist der Moment, in dem Ihr Vermögen mehr für Sie verdient als Ihre eigene Arbeitskraft, und Sie aufhören, Ihre Zeit direkt gegen Geld zu tauschen. Arbeitnehmer verkaufen ihre Zeit, Kapitalbesitzer hingegen besitzen Systeme, die selbst dann Wert schaffen, wenn sie schlafen. Dieser Wandel geschieht nicht abrupt, sondern schrittweise. Zunächst erzielen Sie aktives Einkommen und sparen einen Teil davon. Dann investieren Sie Ihr Kapital in Vermögenswerte und reinvestieren deren Erträge. Irgendwann übersteigt Ihr passives Einkommen Ihr aktives Einkommen. Das ist einer der entscheidendsten Wendepunkte Ihres Lebens. Ab diesem Moment arbeiten Sie weiter, aber nicht mehr aus Notwendigkeit, sondern aus freier Entscheidung. Daten der Deutsche Bundesbank bestätigen diese Entwicklung. Zwischen 2009 und 2022 profitierten Haushalte im oberen Bereich der Vermögensverteilung erheblich von steigenden Immobilienpreisen und Börsenrenditen.
Haushalte im unteren Bereich hielten ihr Vermögen dagegen überwiegend in niedrig verzinsten Bankeinlagen und erlitten durch Inflation reale Verluste. Wenn Sie finanzielle Freiheit anstreben, ist der Übergang vom Arbeitnehmer zum Eigentümer keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Nun sind alle 10 Strategien vollständig. Von produktiven Vermögenswerten über asymmetrische Risiken bis hin zum Übergang in die Eigentümerklasse. Jede einzelne ist sowohl historisch als auch durch aktuelle Daten gestützt. Doch die meisten Menschen werden diese Strategien nicht nutzen. Sie werden weiterhin Einkommen gegen Konsum eintauschen. Sie werden Sicherheit über potenzielle asymmetrische Chancen stellen. Und Jahre später werden sie beobachten, wie andere vorankommen, und sich fragen, warum sie selbst stehen geblieben sind. Sie jedoch müssen nicht Teil dieser Mehrheit sein. Wenn sie verstanden haben, dass der wahre Ursprung von Wohlstand nicht in täglicher Anstrengung, sondern im Eigentum liegt, besitzen sie bereits einen entscheidenden Vorteil. Deutschland hat Phasen der Industrialisierung, Kriege, Währungsreformen und Wiederaufbau erlebt. In all diesen Epochen gab es Menschen, die alles verloren, und andere, die gestärkt daraus hervorgingen. Entscheidend war nie bloßes Glück. Der Unterschied lag im Verständnis der Mechanismen. Verstehen Sie die Zusammenhänge, setzen Sie die Strategien konsequent um. Finanzielle Freiheit ist kein Geschenk. Sie ist das natürliche Ergebnis jahrelanger, disziplinierter und bewusster Entscheidungen. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.